Treppensteigen schmerzt, vom Stuhl aufstehen ist schwerer geworden und selbst ein kurzer Spaziergang kann die Hüfte zu brennen bringen? Das sind typische Anzeichen für eine Hüftarthrose. Die gute Nachricht ist, die Forschung zeigt, dass gezielter Beweglichkeits- und Krafttraining Schmerzen senken und die Beweglichkeit zurückbringen kann, auch im höheren Alter. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit einfachen Übungen im Stehen Schritt für Schritt deine Hüfte wieder in Schwung bringst. Und falls du jemanden kennst, der sich mit Hüftschmerzen durchs Aufstehen oder Treppensteigen quält, dann leite dieses Video gerne weiter. Vielleicht ist genau das der erste Schritt, um wieder leicht und schmerzfrei in Bewegung zu kommen. Viele Menschen, besonders im höheren Alter, kennen das Gefühl. Die Hüfte wird steif, Schmerzen beim Aufstehen oder beim Treppensteigen. Und längeres Gehen fällt zunehmend schwer. Diese Beschwerden können den Alltag stark einschränken und die Lebensqualität vermindern. Aber was steckt dahinter? Häufig sind diese Schmerzen und die Einschränkungen nicht nur durch die Veränderung im Gelenk selbst bedingt. Vielmehr hängt es eng mit einer verminderten Beweglichkeit und einer erhöhten Spannung im Bereich der Gelenkkapsel und der umliegenden Muskulatur zusammen. Das bedeutet, die Hüfte verliert an Flexibilität und die Bewegungen, die früher ganz selbstverständlich waren, fühlen sich heute unbeweglich oder sogar schmerzhaft an. Ein großer Teil des Problems entsteht durch einen Teufelskreis aus Schmerz, Schonung und Bewegungsmangel. Wer Schmerzen hat, bewegt sich oft weniger oder nur noch sehr vorsichtig. Dabei werden die Muskeln geschwächt und die Gelenke wird steifer. Gleichzeitig bleiben viele in ihrem gewohnten Bewegungsumfang und ihrer Komfortzone. Also in Bewegungen und Belastungen, die sie schon kennen und die keine neuen Herausforderungen darstellen. Das Problem dabei: damit Muskel, Bänder und Gelenk gesund bleiben oder wieder gesunder werden, brauchen sie regelmäßige Reize, die sie fördern, ohne sie zu überlasten. Nur so bleiben sie elastisch, beweglich und stark. Wird diese Herausforderung über längere Zeit vermieden, verschlechtert sich die Beweglichkeit weiter und die Beschwerden können zunehmen. Viele denken bei Bewegungen an Sport oder ausgedehnte Spaziergänge. Doch gerade bei Schmerzen und Einschränkungen ist es wichtig, gezielt und kontrolliert zu trainieren. Und das am besten in Positionen, die im Alltag wichtig sind, wie zum Beispiel das Stehen. Training im Stehen hat mehrere Vorteile. Es fordert die Hüfte genau in den Bewegungen, die man täglich braucht, zum Beispiel Aufstehen, Gehen, Treppensteigen. Gleichzeitig stärkt es die Muskulatur rund um das Gelenk und verbessert das Gleichgewicht und die Koordination. Stehen bietet auch eine sichere Ausgangsposition, um die Beweglichkeit zu verbessern, ohne zum Beispiel das Knie zu stark zu belasten. Denn viele haben neben der Hüfte auch Probleme im Knie. Also ist Stehen eine sichere Ausgangsposition, um zu trainieren. Die erste Übung, nur zum Aufwärmen. Du kannst es gerne komplett im Stehen machen. Falls du Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht hast, kannst du die Übung auch gerne angelehnt an einer Wand machen. Aber denk dran, auch dein Gleichgewicht und Koordination sollten trainiert werden. Also, stell dich hüftbreit auseinander hin und bring dann halt ein Knie so weit wie du kannst nach oben Richtung Brustkorb. Zieh es gut zu dir ran, lass es dann wieder los und das gleiche nochmal auf die andere Seite. Schön reinziehen, so weit wie du kannst, beugen und dann wieder loslassen. Diese Übung solltest du dann für 10 bis 12 Mal je Seite durchführen. Jedes Mal probierst du es noch weit zu dir heranzuziehen und dann wieder loslassen. Falls du doch mit dem Knie jetzt Beschwerden hast, kannst du die gleiche Übung auch machen, indem du die Oberschenkel, also unterhalb vom Knie, greifst und dann das Bein zu dir heranbringst. Langsam sinken lassen und dann wieder ranziehen. Und das gleiche, wie gesagt,
kannst du auch an der Wand machen. Nur ein kleines bisschen anstoßen, um dir ein bisschen Unterstützung zu geben, aber nicht die komplette Herausforderung rauszunehmen. Das Bein zu dir ranziehen und dann wieder locker lassen. Und wieder die andere Seite ranziehen und wieder locker lassen. So weit wie du kannst dran und wieder runter. 10 bis 12 Wiederholungen, 1 bis 2 Serien davon. Nur zum Aufwärmen. Als nächstes versuchen wir jetzt, die Hüfte zu dehnen und vor allem auch in der Öffnung, die Dehnung der Adduktoren reinzugehen. Du beginnst, wenn du Beschwerden gezielt nur auf einer Seite hast, beginnst du mit der Seite, die es dir nicht wehtut. Also rechts Beschwerden, mit der linken Hüfte und mit dem linken Bein einen Schritt zur Seite, so weit wie du kannst. Beug deinen Rumpf nach vorne, Knie, Hände über den Knie, Oberkörper abstützen und dann schön nach unten gehen und wieder hoch. Beine zusammen und dann die Seite, die du Beschwerden hast. Weiten Schritt zur Seite. Jetzt wird die Hände kommen auf das Knie, was dir wehtut, oder die Hüfte von der Seite, die dir wehtut. Hier gehst du schön in die Beugung rein und hier hast du eine Dehnung von den Adduktoren. Oberkörper gerade. Wieder zur Mitte und nochmal in die andere Seite. Rumpf gerade nach vorne, Hände auf dem Knie abstützen und da solltest du Dehnen spüren. Und hier forcierst du auch die Hüfte in die Beugung, in die tiefe Beugung rein. Was du denn brauchst, wenn du zum Beispiel in die Hocker gehen willst oder etwas vom Boden hochholen willst. Auch hier, vor allem in der Seite, die du Beschwerden hast. In die Beugung rein. Tief hier auch die Muskulaturen des Gelenkkapsels zu forcieren und wieder zurück. Hier Seite 12 bis 15 Wiederholungen und das Ganze 2 bis 3 Serien durch. Die nächste Übung, die bietet eine große Herausforderung. Es ist super gut, auch wenn du Rückenbeschwerden hast. Und es geht nun um eine Dehnung, aber auch gleichzeitig eine Kräftigung. Du beginnst mit der Seite stehend auf der Seite, wo du Beschwerden hast. Ja? Also, wenn meine Beschwerden jetzt auf die rechte Seite sind, kommt auch meine rechte Hand an der Wand. Und als erstes bringst du das gesunde Bein über in so eine Viererzeichen. So. Das Ziel ist, dass du wirklich so eine 4 hast mit den Beinen und dein Knie so weit wie möglich nach außen ist, dass du diese Öffnung von der Hüftpartie hast. Nochmal das Gleiche an der Wand. Hand an der Wand, nur dass du ein bisschen Stabilität noch bekommst. Dann das Viererzeichen. Du kannst auch gerne mit deiner Hand versuchen, das Knie so weit wie möglich noch nach außen zu halten. Und dann beugst du dein Standbein. Dein Rumpf kommt gerade nach vorne und du bleibst in dieser Position für 20 bis 30 Sekunden. Dadurch hast du eine aktive Dehnung von dieser Partie und gleichzeitig eine Kräftigung von der Muskulatur vom Standbein. Rumpf gerade nach vorne, Brustkorb Richtung Boden bewegen, die Wirbelsäule bleibt aber weiterhin gerade. 20 bis 30 Sekunden in der Position bleiben und dann aufstellen, Bein wieder runterbringen und das gleiche nochmal von der anderen Seite. Nun kommt das betroffene Bein, Fuß auf dem Knie von dem Standbein. Mit der Hand versuchst du die Hüfte noch weiter zu eröffnen. Dein Standbein wird gebeugt und dein Rumpf gezielt nach vorne bewegt. Ebenfalls hier 20 bis 30 Sekunden in der Position bleiben. Achte darauf, dass dein Knie sich nicht inwärts bewegt. Langsam einatmen, ausatmen, 20 bis 30 Sekunden. Und diese Übung solltest du dann 3 bis 5 Mal wiederholen, auch wenn es mehrmals am Tag einfach verteilt ist. Wenn dir die Übungen gefallen und du mehr darüber lernen möchtest, wie du mit gezielten Übungen deine Schmerzen im Bewegungsapparat lindern kannst und im Alltag beweglicher wirst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Anregungen, neue Übungen für deine Gesundheit. Die nächste Übung. Jetzt
zu Streckung, zu gezielter Aufbau der Gesäßmuskulatur, was extrem wichtig ist, wenn man Hüftschmerzen hat, und gleichzeitig zu Dehnung. Dafür solltest du dich wieder neben einer Wand hinstellen. Eine Hand kommt an der Wand, nur zur Sicherheit und Gleichgewicht. Und dann gibst du einen langen Schritt mit deinem linken Bein so weit wie du kannst nach hinten. Ziel ist, dass dieses Bein gestreckt nach hinten kommt, dass du bewusst die Gesäßmuskulatur anspannst, dein Knie ist gestreckt und gleichzeitig versuchst du deinen Arm nach oben zu bringen. Dann hast du noch einen zusätzlichen Dehnungseffekt seitlich am Rumpf. Und dann wieder nach vorne in der aufrechten Haltung. Bein so weit wie du kannst nach hinten. Du solltest eine Dehnung spüren in der Wade, vorne in der Hüfte und seitlich am Rumpf. Bewusst Gesäßmuskel anspannen und wieder zurück zur Mitte. Nach oben strecken, weit nach hinten und wieder zurück. 10, 12, 15 Wiederholungen und wieder zurück. Um das Ganze dann auch selbstverständlich von der anderen Seite machen. Hand an der Wand zur Sicherheit. Langer Schritt nach hinten, Hand nach oben. Kannst auch ein bisschen zur Seite drehen. Wade soll gedehnt werden, hier vorne Hüfte soll gedehnt werden. Von dem Standbein wird auch die hintere Oberschenkelmuskulatur gestärkt. Hand hoch, zurück zur aufrechten Haltung. Auch hier versuch mal bewusst die Hüfte zu strecken. Viele von den Patienten bleiben immer in so einer leichten Beugung und es ist suboptimal, wenn du jetzt halt deine Gelenke optimiert nutzen willst. Langer Schritt nach hinten, Ferse Richtung Boden, Hand hoch und wieder zurück. Langer Schritt nach hinten, Hand hoch, vielleicht etwas zur Seite und wieder zurück. Ebenfalls hier 2 Serien von 10, 12 oder 15 Wiederholungen. Für die letzte Übung wieder an der Wand, aber jetzt etwas weiter weg von der Wand. Deine Beine sind hüftbreit auseinander, aber du lehnst deinen Oberkörper etwas mehr auf dein Standbein drauf. Das Knie wird leicht gebeugt. Das Wichtige ist, dass aus dieser Position dein Rumpf stabil wird oder stabil gehalten wird von deiner Muskelkraft und du arbeitest nur mit dem freien Bein. Also in der Position erstmal stabil bleiben, Knie gebeugt, Bein seitlich spreizen, einen Kreis machen nach hinten und dann wieder senken. Knie beugen, Bein spreizen, drehen nach hinten und dann wieder senken. Das Gewicht auf dem Knie ist nur dafür da, dass die Übung etwas schwerer wird. Je nachdem, wie gut du trainiert bist, brauchst du es gar nicht. Und dann wieder runter. Das Schwierigste bei dieser Übung ist vielmehr die Kontrolle zu halten, also die Übung sauber durchzuführen. Leicht in die Beugung gehen, dein Rumpf oder dein Gewicht über das Standbein drauf platzieren, Hüfte spreizen, einen halben Kreis nach hinten, ohne den Rumpf zu bewegen und dann wieder runter. Beugen, Kreise nach hinten und dann wieder runter. Spreizen, Kreis nach hinten und dann wieder runter. Und das gleiche auch auf der anderen Seite. Also Stabilitätstraining für den Standbein und Rumpf und Kräftigung für die bewegliche Seite. Von der Wand etwas entfernt, dein Gewicht über den Standbein verlagern, Knie gebeugt, Bein spreizen, ein Kreis nach hinten und dann wieder runter. Bein spreizen, ein Kreis nach hinten von der Hüfte, nicht in Hohlkreuz und dann wieder senken. Und das Ganze 10, 12 oder 15 Wiederholungen. Was der Ausschlaggebende ist, für wie viele Wiederholungen du machst, ist, dass du wirklich gezielt spürst, dass deine Gesäßmuskulatur ermüdend ist. Genau darum geht es, raus aus deiner Komfortzone. Deine Muskulatur wird nur stärker, wenn du sie auch herausforderst. Danke, dass du dabei warst. Denk dran, jede kleine Bewegung zählt. Und wir sehen uns wieder bei unserem nächsten Video. Ciao!